lot of their manufacturing business to Mexico. I'm just notifying John Deere right now. If you do that, we're putting a 200% tariff on everything that you want to sell into the United States, so that if I win, John Deere is going to be paying a 200%. They haven't started it yet. Maybe they haven't even made the final decision yet, but I think they have. Er nannte es America First. Doch nun haben Mexiko und John Deere das Blatt gewendet. Und Trumps Reaktion ist geradezu explosiv. In einer verblüffenden Wendung der Ereignisse haben sich Mexiko und eines der bekanntesten amerikanischen Unternehmen zusammengetan und Trumps handelspolitisches Vermächtnis vollständig zunichte gemacht. Bevor wir uns mit den Ereignissen befassen, können Sie in den Kommentaren abstimmen. Sind Sie der Meinung, dass internationale Unternehmen ihre Gewinne über die Politik stellen sollten? 1 für Gewinne, 0 für Politik. Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Was genau ist also passiert? Und warum wird dies als eine große Blamage für Trumps Handelsnarrativ bezeichnet? Auswirkungen der mexikanischen Zölle auf die US-Autoindustrie. In dem Bemühen, amerikanische Arbeitsplätze zu erhalten, die illegale Einwanderung zu stoppen und Druck auf Mexiko auszuüben, hat Präsident Donald Trump gerade eine 25-prozentige Steuer auf alle mexikanischen Importe eingeführt. Doch innerhalb weniger Stunden ging alles schief. Mexiko schlug mit chirurgischer Präzision zurück und schnitt die Autoteile ab. Die Amerikas Lieferkette aufrechterhalten, während die Märkte zusammenbrachen und die Unternehmen in Panik gerieten. Die Arbeiter wurden nach Hause geschickt, die Produktionsstraßen standen still und die Wirtschaft bereitete sich auf die Auswirkungen vor. Was passiert, wenn die Arbeiter aufhören, ihre Arbeit zu tun, die Wähler aufhören, zu glauben und die Teile aufhören, sich zu bewegen? Was ist los? Es war ein gezielter Angriff auf den Kern der amerikanischen Industrie. Die mexikanische Regierung erklärte, dass sie als Vergeltung für Trumps Zölle die Ausfuhr wichtiger Autoteile in die USA sofort einstellen werde. Es war ein gut durchdachter finanzieller Schachzug, um genau den größtmöglichen Druck auszuüben. Jeden Tag werden Teile aus mexikanischen Fabriken an Fabriken im mittleren Westen der USA geliefert, von Michigan und Ohio bis Kentucky und Indiana. Die Strategie der Just-in-Time-Produktion, die es den Automobilherstellern ermöglicht, kostspielige Lagerbestände zu vermeiden, wird durch diese Transporte gefördert. Vielmehr werden die Komponenten genau dann geliefert, wenn sie zur Aufrechterhaltung der Fertigungsprozesse benötigt werden. Ein ganzer Betrieb kann zum Stillstand kommen, wenn ein Glied in der Kette ausfällt. Mexiko war sich dessen bewusst. Und genau aus diesem Grund haben sie sich für die Autoindustrie entschieden. Nach der Erklärung Mexikos verbreitete sich innerhalb von 24 Stunden die Nachricht von Produktionsstopps an wichtigen Standorten. Die ersten Unternehmen, die Alarm schlugen, waren Stellantis, Ford und General Motors. Die Lieferungen kamen nicht an, so dass die Montagearbeiten zum Stillstand kamen. Die Händler sahen sich mit einer noch schwierigeren Situation konfrontiert, nachdem sie aufgrund der Engpässe während des Ausbruchs bereits mit begrenzten Beständen zu kämpfen hatten. Es war nichts in Sicht. Nicht diese Woche. Danach nicht mehr. Die mexikanische Regierung machte deutlich, dass der Stopp nur vorübergehend sei und von der Aufhebung der Trumpschen Zölle abhänge. Quellen aus der Wirtschaft warnten jedoch davor, dass schon eine kleine Unterbrechung zu einer Kettenreaktion von Ausfällen in der gesamten Wirtschaft führen könnte. Der Countdown zur Anarchie hatte bereits begonnen. Denn die meisten amerikanischen Unternehmen hatten kaum genügend Bauteile für 2 bis 3 Tage vorrätig. Und die Zahlen waren verblüffend. Mehr als 87% der Kabelbäume für in den Vereinigten Staaten gebaute Autos stammen aus Mexiko. Mehr als 70% der elektronischen Module und mehr als 60% der Kleinmotorenteile von Hybrid- und Elektroautos stammen aus Mexiko. Diese Schwierigkeit war nicht unbedeutend. Ein Wirtschaftszweig, der über $900 Milliarden in die US-Wirtschaft beiträgt, wurde durch diesen Angriff enthauptet. Zunächst spielte das Weiße Haus die Bedrohung herunter und erklärte, dass Mexikos eigenes Exportverbot mehr Schaden als Nutzen anrichten würde. Doch niemand in der Automobilbranche ging dieses Risiko ein. Vorstandssitzungen wurden im Notfall von Führungskräften einberufen. Manager von Fabriken bereiteten sich auf Abschaltungen vor. Außerdem warnten Experten davor, dass ein mehrtägiger Stillstand zu Verlusten in Milliardenhöhe führen könnte. Die Autohersteller hatten es eilig, aber die Wall Street sollte eine Tracht Prügel beziehen. Bleiben Sie nicht einfach sitzen. Wenn Sie sich von dieser Geschichte ermutigt fühlen, melden Sie sich an. Jede Entwicklung in dieser wirtschaftlichen Sackgasse verändert den Lauf der Dinge.
Und während es passiert, zensieren wir es. Drücken Sie jetzt den Knopf, um nicht in die Nachrichten zu kommen. Denn der folgende Schritt ist viel bedeutsamer. Panik auf dem Aktienmarkt. Auch die Autohersteller tun dies. Auswirkungen des Handelskriegs auf die amerikanische Industrie. Nicht nur der Handel wurde durch die Zölle beeinträchtigt. Von Minute zu Minute untergruben sie das Vertrauen der Anleger. Der Dow Jones Industrial Average fiel in der ersten Handelsstunde, als die Märkte am nächsten Morgen öffneten, um mehr als 600 Punkte. Die Aktienkurse von Tesla, General Motors und Ford fielen allesamt. Auch Zulieferer wie Aptiv, Magna International und Borg Warner mussten zweistellige Kursverluste hinnehmen. Die Gewinne waren nicht die einzige Sorge der Anleger. Die systemischen Umwälzungen machten ihnen Angst. Jedes Glied in der Autolieferkette wurde zur Belastung, als die Just-in-Time-Fertigung eingestellt wurde. Maklerfirmen verschickten Eilmeldungen über Herabstufungen. Hedgefonds begannen, Vermögenswerte aus dem Automobilsektor zu liquidieren. Auch im Bankensektor breitete sich die Panik wie ein Lauffeuer aus. Es war der stärkste Einbruch an einem Tag an der Nasdaq seit Anfang 2023. Die Anleihemärkte schwankten. Die Analysten von Morgan Stanley verglichen die derzeitige Situation mit der Anfangsphase der Finanzkrise 2008. Allerdings mit dem Handel als treibende Kraft. Die Folgen waren auch in der Technologiebranche spürbar. Da Verzögerungen in der Produktion drohten, erlitten Unternehmen, die Halbleiter für Elektroautos liefern, wie Nvidia und Qualcomm, einen Rückgang ihrer Werte. Logistikunternehmen, Eisenbahnen und sogar gewerbliche Immobilienentwickler, die direkten Zugang zu den Produktionsprozessen haben, waren ebenfalls betroffen. Präsident Trump verstärkte unterdessen seine Aktivitäten in den sozialen Medien, indem er behauptete, Mexiko blüffe und versprach, die Grenze aufrechtzuerhalten. Doch innerhalb des Beltway wuchs die Sorge. Die Republikaner im Senat mahnten zur Besonnenheit. Führungskräfte aus der Wirtschaft forderten dringende Verhandlungen. Außerdem warnte die Handelskammer in einer seltenen öffentlichen Kritik vor wirtschaftlichen Auswirkungen, wie sie seit den Versorgungsschocks der 1970er Jahre nicht mehr aufgetreten waren. Die dramatischsten Auswirkungen waren jedoch nicht auf dem Börsenparkett zu beobachten. Es waren die Industriestädte in Amerika. Der Rust Belt ist in Aufruhr. Trumps Rücktritt wird gerade von den Arbeitnehmern gefordert, die er zu schützen versprochen hat. Die Auswirkungen des Handelskriegs haben die Städte im gesamten Rust Belt wie ein Vorschlaghammer getroffen. In weniger als 48 Stunden begannen die Entlassungen. Der Mangel an Teilen, nicht die mangelnde Nachfrage, brachte die Fließbänder zum Stillstand. Auch die Gehaltsabrechnungen für Tausende von Produktionsarbeitern wurden praktisch sofort eingestellt. Hunderte von General Motors Mitarbeitern wurden aus Flint, Michigan, nach Hause beordert. Ford-Beschäftigte in Louisville, Kentucky, wurden gewarnt, sich auf eine Schließung auf unbestimmte Zeit einzustellen. Außerdem protestierten Arbeiter vor geschlossenen Toren in Lordstown, Ohio, wo Trump zuvor eine Wiederbelebung der Produktion versprochen hatte. Sie hatten eine klare Botschaft. Wir haben euch geglaubt. Jetzt zahlen wir den Preis dafür. Gewerkschaftsführer riefen zu einer dringenden Kehrtwende auf, nachdem sie Trumps America First-Rhetorik vorsichtig befürwortet hatten. Die Präsidentin der AFL-CIO, Liz Shuler, bezeichnete die Zölle in einer harschen Erklärung als Verrat an den amerikanischen Arbeitnehmern. Lokale Gewerkschaftsverbände in Michigan, Illinois und Indiana veranstalteten Notfallrathäuser, von denen sich viele in Schreiduelle zwischen lokalen republikanischen Politikern und enttäuschten Bürgern verwandelten. Es war keine rein abstrakte Wut, sie war intim. Trump hatte in diesen Städten Unterstützung gewonnen, indem er versprach, die Industrie zu verteidigen, die Beschäftigung wiederherzustellen und sich gegen den Globalismus zu stellen. Vielmehr hatte sein Handeln die katastrophalsten Umwälzungen in der Industrie seit einer Generation ausgelöst. Und es ging nicht nur um den Verlust von Arbeit. Es war der Glaube. Haben Sie Vertrauen in die Führung. Habt Vertrauen in die Versprechen. Habt Vertrauen in die Zukunft. Trumps Reaktion auf die Produktionsaktivitäten von John Deere. Trump wurde plötzlich von Fabrikstätten beschimpft, die ihn zuvor als ihren Fürsprecher betrachtet hatten. Statt seine handelspolitische Härte zu loben, waren die Online-Foren plötzlich voll mit Bildern von stillstehenden Produktionslinien und verlassenen Parkplätzen. Der wirtschaftliche Schaden hatte gerade erst begonnen, und die politischen Auswirkungen waren bereits zu spüren. Als ob es nicht noch viel schlimmer werden könnte, kommt John Deere ins Spiel. Wenn John Deere zu weit geht, verliert Trump die Nerven.
Es war mehr als nur ein Geschäft. Als die bekannteste Landwirtschaftsmarke Amerikas ihren Betrieb nach Mexiko verlagerte. Das war Verrat. Das Unternehmen erklärte, dass es einen Teil seiner Produktionstätigkeit von Iowa nach Mexiko verlagern werde. Es hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Ein Handelskrieg, der die nordamerikanischen Versorgungsnetze zu untergraben droht, wurde durch die kürzlich von Präsident Donald Trump verhängten umfassenden Zölle auf mexikanische Waren ausgelöst. Außerdem bevorzugte die mit amerikanischen Werten verbundene Marke John Deere plötzlich Mexiko gegenüber den USA. Die Entscheidung wurde als Versuch dargestellt, die Wettbewerbsfähigkeit auf einem immer instabiler werdenden Markt zu erhalten und gleichzeitig die Prozesse zu rationalisieren. Im Rahmen eines langfristigen Kostensenkungsplans hat John Deere angekündigt, die Produktion von Kompaktraupenladern und Kompaktladern von Iowa nach Ramos, Mexiko, zu verlagern und die Kabinenmontage dorthin zu verlegen. Die Unternehmensleitung erklärte, dass diese Maßnahmen es dem Unternehmen ermöglichen werden, Kosten zu sparen und gleichzeitig in die heimische Hightech-Produktion zu investieren. Dieses Argument erschien der amerikanischen Öffentlichkeit, insbesondere den Menschen im Mittleren Westen, jedoch fadenscheinig. Die Fabrikarbeiter in Waterloo und Dubuque im Bundesstaat Iowa waren völlig überrascht. Die Gemeinden rund um die John Deere-Werke hatten jahrzehntelang den Zusammenbruch der Industrie und der Landwirtschaft durchgestanden und waren zuversichtlich, dass ihre harte Arbeit und ihr Engagement belohnt werden würden. Stattdessen wurden sie mit Pressemitteilungen und Kündigungen konfrontiert. Es hatte eine sofortige emotionale Wirkung. Lokalen Nachrichtenberichten zufolge gab es in der Produktion Tränen, Restaurants und Bars, in denen sich die Mitarbeiter nach der Arbeit aufhielten, waren halb leer. Die Wirtschaft der Kleinstädte wurde in ihren Grundfesten erschüttert. Die Vorstellung, dass John Deere sich von seinen Ursprüngen entfernte, war sogar noch beunruhigender. Die Landwirte fühlten sich betrogen, da sie mit dem Glauben an die Marke aufgewachsen waren. Viele stellten die Entscheidung des Unternehmens in Frage, inmitten politischer Unruhen und wirtschaftlicher Turbulenzen Arbeitsplätze nach Übersee zu verlagern. Sie sahen in dem Vorgehen von John Deere mehr als nur eine kommerzielle Entscheidung. Alles, wofür die Marke angeblich stand, wurde abgelehnt. Was ist mit Trump? Die Märkte wurden durch seine Warnung erschüttert. Der letzte Befehl. Es gab keine Warnung. A US Unternehmen war das Ziel eines Wirtschaftskriegs. Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Outsourcing-Entscheidung von John Deere überraschte Präsident Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung in Indiana mit einer schockierenden Ankündigung. Er würde eine 200-prozentige Steuer auf alle Artikel von John Deere erheben, die in die Vereinigten Staaten zurückgebracht werden, falls die Pläne des Unternehmens, Arbeitsplätze nach Mexiko zu verlagern, umgesetzt werden sollten. Das Publikum brach in Jubel aus. Hinter den Kulissen waren die Unternehmen jedoch in heller Aufregung. Trump hatte zuvor Zölle als Waffe eingesetzt. In der Vergangenheit hatte er finanzielle Sanktionen verhängt, um Automobilhersteller und die Elektronikindustrie zu zwingen, ihre Outsourcing-Entscheidungen zu ändern. Dies war jedoch nicht wie die anderen Fälle. Anstatt einen ausländischen Konkurrenten ins Visier zu nehmen, war dies ein Frontalangriff auf eine amerikanische Marke. Die Auswirkungen waren enorm. Führende Vertreter der Branche äußerten sofort ihre Bedenken. Die Gewinne von John Deere aus importierten Maschinen würden durch eine Steuer in dieser Höhe zunichte gemacht, sodass es nahezu unmöglich wäre, diese Produkte vor Ort zu verkaufen, ohne die Preise drastisch zu erhöhen. Analysten warnten, dass die Maßnahme Auswirkungen auf die gesamte Landmaschinenindustrie haben könnte, was zu einer Unterbrechung der Lieferketten und einem Preisanstieg führen könnte. Die Anleger reagierten entsprechend. Die Aktien von John Deere fielen im nachbörslichen Handel innerhalb weniger Minuten nach Trumps Rede um mehr als 1,5%. Als die Besorgnis über weitere Handelsrepressalien wuchs, begannen andere Aktien des verarbeitenden Gewerbes zu fallen. Die Durchführbarkeit einer solchen gezielten Steuer unter gerichtlicher Kontrolle wurde von Rechtsexperten in Frage gestellt. Wäre es legal, ein bestimmtes Unternehmen für seine Produktionsentscheidungen zu bestrafen? Würden sich internationale Handelsgerichte einschalten? Würde sich John Deere widersetzen oder dem politischen Druck nachgeben? Die internen Gespräche wurden bis in die frühen Morgenstunden am Hauptsitz von Deere in Moline, Illinois, fortgesetzt. Die Führungskräfte beeilten sich, die finanziellen Folgen zu bewerten. Wäre es kostengünstiger, die Richtung zu ändern oder die Tarife zu übernehmen? Berichten zufolge baten mehrere Vorstandsmitglieder darum,
den Verlagerungsvorschlag auf Eis zu legen. Einige meinten, dass ein Nachgeben gegenüber dem politischen Druck einen riskanten Präzedenzfall schaffen würde. Unterdessen verstärkte das Weiße Haus seine Bemühungen, um zu zeigen, dass die Regierung bereit war, die Zölle auszuweiten. Schlugen Trumps Berater weitere Abgaben auf landwirtschaftliche Geräte vor. Ihr werdet dafür bezahlen, dass ihr euch mit Mexiko verbündet. Neben Trump gab es jedoch noch andere Personen, die John Deere verfolgten. Der weltweite Aufruhr, wie die Aktion von Deere Mexico mehr Einfluss verschaffte. Mexiko war dank John Deere einfach im Vorteil und wollte nicht klein beigeben. Mexiko sah eine Chance, seine wachsende Wirtschaftskraft zu demonstrieren. Während die Vereinigten Staaten mit internen Streitigkeiten über Outsourcing und Zölle zu kämpfen hatten. Die Produktionsentscheidung von Deere wurde von den Regierungsbehörden als Beweis dafür gelobt, dass Mexiko nach wie vor ein begehrter Standort für internationale Unternehmen ist. Auf Pressekonferenzen betonten sie die hochqualifizierten Arbeitskräfte, die erschwinglichen Preise und die hochmoderne Infrastruktur des Landes. Aber es ging nicht nur um das Recht, sich zu brüsten. In dem anhaltenden Handelskonflikt bot Deere Mexico mit seiner Aktion ein starkes Argument. Sie zeigte, dass amerikanische Unternehmen bereit waren, trotz der protektionistischen Politik der US-Regierung in Mexiko zu investieren. Diese Geschichte erregte in ganz Lateinamerika und darüber hinaus großes Aufsehen. Um Mexiko in diesen unsicheren Zeiten als zuverlässigen Produktionsstandort zu positionieren, begannen mexikanische Politiker mit Vertretern aus China, der Europäischen Union und Brasilien zu verhandeln. Das Ergebnis war ein wachsendes Interesse von Herstellern aus der ganzen Welt. Die Zulieferer von Maschinen, Elektronik und Autoteilen begannen, Mexiko als langfristigen Ersatz für die Unberechenbarkeit der US-Regulierungslandschaft ins Auge zu fassen. Obwohl Deere der erste Dominostein war, war es nicht der letzte. Mexiko weigerte sich, in den Handelsgesprächen nachzugeben und fühlte sich durch seinen unerwarteten Vorteil ermutigt. Das Land hatte vor kurzem eine bedeutende Unterstützung von einem der bekanntesten amerikanischen Unternehmen erhalten und war sich seiner entscheidenden Rolle in der nordamerikanischen Lieferkette bewusst. Die geopolitischen Auswirkungen dieses Vertrauens gingen über künftige Verhandlungen hinaus. China machte dann subtil seinen nächsten Schritt, während Mexiko standhaft blieb. Chinas strategischer Übergang zur Selbstversorgung in der Landwirtschaft. Der leise Angriff von China. Landwirtschaft ohne Amerika. Während sich Mexiko und die Vereinigten Staaten einen erbitterten Handelskrieg lieferten, unternahm China, ein weiterer Akteur, auf subtile Weise seinen bisher kalkuliertesten Schritt. Als Trumps Zölle ein wirtschaftliches Inferno in ganz Nordamerika auslösten, brauchte Peking weder seine Stimme zu erheben, noch bombastische Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Vielmehr konzentrierte es sich auf seine langfristige Strategie, die darauf abzielt, seine Abhängigkeit von der amerikanischen Landwirtschaft zu verringern und seine landwirtschaftliche Unabhängigkeit zu erhöhen. Und das Ergebnis für die Vereinigten Staaten verheerend. Seit Jahrzehnten wird vorausgesagt, dass China der größte Abnehmer für die amerikanische Landwirtschaft sein wird. Regierungsbeamte, Wirtschaftswissenschaftler und Experten erzählten alle das gleiche Märchen. China müsste aufgrund seiner enormen Bevölkerung und der schnellen Urbanisierung enorme Mengen an Weizen, Mais, Sojabohnen und Rindfleisch importieren. Diese Lücke würde von den Vereinigten Staaten, dem weltweit führenden Lebensmittelproduzenten, gefüllt werden. Bei der Ausarbeitung von Handelsabkommen wurde diese Annahme berücksichtigt. Bauernhöfe wuchsen. Ausrüstung wurde gekauft. Die Infrastruktur wurde aufgebaut. Diese Geschichte hat sich jedoch zerschlagen. China hat einen dramatischen Wandel vollzogen und ist nicht mehr auf Importe angewiesen. Es hat in den letzten 10 Jahren erhebliche Investitionen in seine eigene landwirtschaftliche Infrastruktur getätigt. China hat die einheimische Nahrungsmittelproduktion durch die Entwicklung neuer ertragreicher Pflanzenarten, den Ausbau von Bewässerungssystemen und die Mechanisierung der Landwirtschaft gesteigert, was alles durch staatliche Finanzierung und strenge politische Richtlinien ermöglicht wurde. Noch wichtiger ist, dass das Land Milliarden in die Produktion von einheimischen Maschinen investiert hat und seine eigenen Traktoren, Erntemaschinen und Sämaschinen herstellt. Häufig zu einem weitaus niedrigeren Preis als amerikanische Marken wie John Deere. Chinesische Maschinengiganten wie Zoomlion und YTO Group sind an die Spitze aufgestiegen. Obwohl sie nicht den Ruf westlicher Marken haben, sind sie praktisch, zuverlässig und vor allem erschwinglich. Viele Schwellenländer in Afrika
Südostasien und Lateinamerika entscheiden sich bei der Modernisierung ihrer Landwirtschaft für chinesische Maschinen und nicht für amerikanische Optionen. Warum $200.000 ausgeben, wenn man einen Traktor für weniger als $100.000 bekommen kann? Die geopolitischen Auswirkungen sind beträchtlich, auch wenn sich die amerikanischen Landwirte noch an diese neue Realität gewöhnen müssen. Die Autarkie ist nicht das Einzige, was China tut. Das Unternehmen entwickelt sich zu einem weltweit bedeutenden Agrarlieferanten. Der Gewinn einer Schlagzeile ist nicht seine Strategie. Die Zukunft zu beherrschen ist das Ziel. Und diese Zukunft ist für die Vereinigten Staaten düster. Und der Zusammenbruch der Exporte war nur der Anfang einer kompletten Agrarkatastrophe. Die amerikanischen Landwirte wurden zerschlagen. Hoffnung. Exporte und Ausrüstung verschwinden. Die Preise für Ernten sind gefallen. Die Kosten für Ausrüstungen stiegen in die Höhe. Und der Optimismus? Und der ist verschwunden. Als Chinas Plan klar wurde und Mexiko zum Gegenangriff überging, befanden sich die amerikanischen Landwirte in einem historischen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die Statistiken waren düster. Sie waren furchtbar. Der Preis für Mais ist seit 2022 um rund 37% gesunken. Die Preise für Sojabohnen sind um mehr als 24% gefallen. Weizen, eine langjährige Stütze der amerikanischen Agrarwirtschaft, ist um 35% gefallen. Das sind keine Schwankungen. Für landwirtschaftliche Betriebe mit extrem geringen Gewinnspannen sind sie ein finanzielles Todesurteil. Zugleich ist die Landwirtschaft extrem teuer geworden. Dieselkraftstoff war noch nie so teuer wie heute. In vielen Gebieten haben sich die Kosten für Düngemittel verdoppelt. Und die Geräte, die die Landwirte für den Anbau, die Pflege und die Ernte ihrer Pflanzen verwenden. Viele Menschen können sich das nicht mehr leisten. Die Qualität der Maschinen von John Deere war schon immer erstklassig. Diese Kosten erwiesen sich jedoch als unerschwinglich, als sich die Inflation verschärfte und die Zinssätze in die Höhe schnellten. Heutzutage kann ein neuer Mähdrescher bis zu $700.000 kosten. Ein Traktor der mittleren Preisklasse sogar mehr als $300.000. Diese Preisschilder können für die Familienbetriebe, die bereits unter niedrigen Erntepreisen und schwindenden Exporteinnahmen leiden, das Todesurteil bedeuten. Das Ergebnis ist überall im mittleren Westen der Vereinigten Staaten zu sehen. Halbfertige Maschinen, leere Felder und Auktionsschilder, die wie Unkraut sprießen. Insolvenzen in landwirtschaftlichen Betrieben nehmen zu. Und die Auswirkungen sind verblüffend. Die Händler von Ausrüstungen haben Schwierigkeiten. Die Kreditvergabe durch die Banken im ländlichen Raum wird immer knapper. Der wirtschaftliche Druck führt dazu, dass Gemeinden, die sich seit Jahrhunderten auf die Landwirtschaft verlassen haben, verkümmern. Auch bei John Deere sind die Umsätze zurückgegangen. Insbesondere in den US-Geschäft. Flottenupgrades werden von den Landwirten nicht mehr durchgeführt. Einige Landwirte schieben ihre Anschaffungen auf, um sich über Wasser zu halten. Greifen andere auf günstigere Konkurrenten oder alte Maschinen zurück. Die Entscheidung des Unternehmens, die Produktion nach Mexiko auszulagern, wurde einst als kühne Kostensenkungsstrategie angesehen und scheint nun ein letzter Versuch zu sein, die Rentabilität auf einem zusammenbrechenden Markt zu erhalten. Schlimmer noch, viele Landwirte fühlen sich betrogen. Sie haben zu John Deere gehalten, egal was passiert. Sie fühlen sich jetzt, in ihrer Stunde der Not, im Stich gelassen. Das Unternehmen könnte den Sturm überstehen. Allerdings ist das Verhältnis zu seiner Stammkundschaft angespannt. Trotz des Zusammenbruchs der landwirtschaftlichen Betriebe hat Trump eine alte Flamme wieder entfacht. Niemand überlebt das harte Vorgehen gegen Einwanderer. Donald Trump hat ungewollt die amerikanische Landwirtschaft zerstört, als er gegen Arbeiter ohne Papiere vorging. Trumps hartes Durchgreifen gegen Einwanderer und seine Auswirkungen auf die amerikanische Landwirtschaft. In einer hitzigen Wahlkampfrede versprach Trump ein umfassendes Vorgehen gegen illegale Einwanderer, neue Durchsetzungsmaßnahmen, verstärkte Grenzpatrouillen und härtere Geldstrafen für Unternehmen. Er erklärte auch, dass er die Grenzpatrouillen ausweiten werde. Auf den ersten Blick schien es um die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung zu gehen. In der Realität war es ein direkter Schlag gegen die Grundlagen der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten. Dabei ist die Wahrheit ganz einfach. Zugewanderte Arbeitskräfte sind für die Agrarindustrie unverzichtbar. Über 70% der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte in den Vereinigten Staaten sind Einwanderer. Die große Mehrheit von ihnen hat keine Papiere. Die Ernte wird von ihnen eingebracht. Die Lastwagen werden von ihnen beladen. In der Hitze von 100 Grad schuften sie auf den Feldern.
was nur wenige Amerikaner tun würden. Die Auswirkungen von Trumps hartem Durchgreifen waren fast unmittelbar nach dessen Beginn zu spüren. In den Bundesstaaten Kalifornien, Arizona, Florida und Texas meldeten die Farmen einen Mangel an verfügbaren Arbeitskräften. Auf den Feldern verdorrte die Ernte. Es gab einen Mangel an Ernten. Die Produktion kam zum Stillstand. Das Gefühl der Verzweiflung begann sich einzuschleichen. Die Landwirte waren nicht in der Lage, genügend Personal zu finden, um die Nachfrage nach ihren Erzeugnissen zu befriedigen. Als sie versuchten, Menschen mit legalem Wohnsitz einzustellen, mussten sie feststellen, dass es keine verfügbaren Arbeitskräfte gab. Die Aufgabe ist anspruchsvoll. Die Bezahlung ist nicht sehr hoch. Eine kleine Anzahl von Personen ist an der Stelle interessiert. Mit der Verschlechterung der Arbeitsmarktlage stiegen auch die Preise in die Höhe. In den Lebensmittelgeschäften bekamen die Kunden die Situation zu spüren. Die Preise wurden von den Einzelhändlern erhöht. Es kam zu Unterbrechungen in den Versorgungssystemen und die Lage auf den Feldern wurde von Tag zu Tag prekärer. Es kam zum Ausbruch von Protesten. Neben Landwirten und Agrarunternehmen demonstrierten auch Organisationen, die sich für Einwanderer einsetzen, um auf eine Änderung der Situation zu drängen. Die Besitzer von landwirtschaftlichen Betrieben, die zuvor Trump unterstützt hatten, sahen sich gezwungen, um Mitleid zu bitten, Ausnahmeregelungen zu beantragen oder nach Arbeitsverträgen in anderen Ländern zu suchen, die mehrere Monate dauern würden, bis sie vollständig abgeschlossen waren. Und für Unternehmen wie John Deere war dies ein weiteres Hindernis, das es zu überwinden galt. Warum sollte ein Landwirt in neue Maschinen investieren, wenn er nicht in der Lage ist, Personal zu finden, das die neuen Geräte bedienen kann, sobald seine Ernte zu verderben beginnt, sein Geld verschwindet und seine Mitarbeiter zu evakuieren beginnen? Ist der Gedanke an den Kauf neuer Maschinen das Letzte, woran er denkt? Die Einwanderungspolitik wurde mit der Absicht durchgeführt, ein politisches Zeichen zu setzen. Andererseits wurde den Landwirten damit eine andere Botschaft vermittelt. Sie sind völlig auf sich allein gestellt. Gibt es nun, da es keine Arbeitskräfte, keine Komponenten und keine Verbraucher gibt, irgendetwas, das die Wirtschaft des Agrarsektors der Vereinigten Staaten retten kann? Was danach kommt, könnte sehr wohl die Lösung sein. Denn dieses Problem ist nicht auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt. Sie ist in der Tat existenziell. Mehrere Versorgungsnetze wurden unterbrochen. Eine Schwachstelle in den Vereinigten Staaten von Amerika wird aufgedeckt. Es handelte sich nicht nur um einen Handelskonflikt. Der Industriesektor der Vereinigten Staaten erlebte durch dieses Ereignis ein böses Erwachen. Infolge des von Mexiko verhängten Exportstopps brach die Struktur, auf die sich die Automobilindustrie der Vereinigten Staaten stützte, zusammen. Überall in den Bundesstaaten Michigan, Ohio und Indiana waren die zuvor geschäftigen Fabrikhallen still. Automobilhersteller wie Ford, General Motors und Stellantis waren in kürzester Zeit hilflos ausgeliefert. Nicht, weil es an Nachfrage mangelte, sondern weil es an Komponenten mangelte. Das Paradigma der Just-in-Time-Fertigung, das in den Vereinigten Staaten von Amerika einst für seine Effektivität gepriesen wurde, entwickelte sich über Nacht zu einer tickenden Zeitbombe. An der mexikanischen Grenze gab es Fahrzeuge, die nur teilweise gebaut waren, bei denen Getriebe, Kabelbäume und Motorkomponenten fehlten. Diese Fahrzeuge befanden sich auf den Produktionsbändern. Es gab eine Abwanderung von Arbeitern. Es wurde beschlossen, ganze Schichten zu streichen. Tausende von Arbeitsplätzen wurden auf Eis gelegt, und es ist nicht abzusehen, wann sie wieder besetzt werden. Es lässt sich nicht mehr leugnen, dass das System äußerst anfällig ist. Im Laufe mehrerer Jahrzehnte haben amerikanische Unternehmen wichtige Produktionsaufgaben an mexikanische Zulieferer ausgelagert, um Kosten zu senken und Gewinne zu steigern. Doch nun wurden die Folgen dieser Entscheidung deutlich. Niemand hatte einen Ersatzplan. Keine anderen Fabriken zur Verfügung zu haben. Nicht ein einziger Spielraum. Für jede Minute, die verging, ohne dass eine Lösung gefunden wurde, gab es Einkommensverluste in Millionenhöhe. Die Krise in der Automobilzulieferkette, ein globales Symbol für Fragilität. Nicht nur die Automobilhersteller waren von dieser Situation betroffen. Das Unbehagen breitete sich in der gesamten Branche aus. Zulieferer von Stahl, Unternehmen, die Transportdienstleistungen erbringen, Hersteller von Komponenten und sogar IT-Firmen, die Support für Fahrzeugsoftware anbieten, gerieten in Unordnung. Infolge des Lkw-Verkehrs wurden Sendungen entweder umgeleitet oder gestoppt. In den Lagern stapelten sich die Vorräte, die nicht gebraucht wurden und nicht montiert werden konnten, bis zum Rand.
Während die Aktienkurse weiter fielen und die Anleihezinsen weiter stiegen, beobachtete die Wall Street die Entwicklung mit wachsender Angst. Es gab sogar Unternehmen, die sich zuvor ihrer Widerstandsfähigkeit gerühmt hatten, die nun ans Licht kamen. Lucid, Rivian und Tesla befanden sich alle in der gleichen misslichen Lage, als sie sich im Netz verfangen hatten. Ihre Handlungsunfähigkeit war eine direkte Folge ihrer Abhängigkeit von in Mexiko hergestellten Lithiumprozessoren und elektrischen Komponenten. Sie wären nicht in der Lage, sich vor dem Dominoeffekt einer eingefrorenen Grenze zu schützen, egal wie viel vertikale Integration sie betreiben würden. Die Lieferkette für Automobile ist zu einem Mikrokosmos für die Verwundbarkeit der Vereinigten Staaten geworden. Sie hat ihre gesamte Beweglichkeit verloren, obwohl sie auf optimale Effizienz ausgelegt ist. Die Realität vor Ort war sehr offensichtlich, auch wenn Wirtschaftswissenschaftler darüber diskutierten, ob der Handelskrieg ein kurzfristiges taktisches Manöver oder ein langfristiger strategischer Fehler war. Es war für die amerikanische Industrie unmöglich, sich dem zu entziehen. Washington rückte in den Mittelpunkt des Interesses, als der Druck zunahm und sich die Verwirrung in der Industrie verschärfte. Man würde nicht erwarten, dass der Privatsektor eine Lösung anbietet, wenn eine solche gefunden werden sollte. Als die Türen geschlossen waren, wurden die ersten Anzeichen von Bewegung sichtbar. Es gab verdeckte Gespräche, Druck aus aller Welt und ein diplomatisches Dilemma. Mexiko befand sich in einer Machtposition. Trump hat ein gesundes Ego. Beide bestanden darauf, nicht mit der Wimper zu zucken, und die ganze Welt sah zu. Unter dem Deckmantel der Geheimhaltung wurden diplomatische Gespräche auf höchster Ebene geführt, während sich der wirtschaftliche Schaden von Stunde zu Stunde vergrößerte. In den Vereinigten Staaten wurde die Öffentlichkeit lediglich mit Presseberichten und vagen Versprechungen versorgt. Auf der anderen Seite wurden die Gespräche nicht nur mit Nachdruck geführt, sondern auch hinter den Kulissen stark gespalten. Mexiko hat seinen Standpunkt ausdrücklich dargelegt. Das Unternehmen erklärte, es werde keine Fahrzeugteile mehr exportieren, wenn die Vereinigten Staaten nicht die Zölle aufheben und spezifische Garantien gegen künftige Handelsmaßnahmen anbieten. Während dieser Zeit weigerte sich die Regierung von Präsident Trump, schwach zu erscheinen. Das politische Markenzeichen des Präsidenten beruhte auf seinem Ruf der Härte, insbesondere gegenüber Rivalen aus anderen Ländern. Diejenigen, die ihm die größte Loyalität entgegengebracht haben, würden es als Verrat betrachten, jetzt zu kapitulieren. Mitten in dieser ausweglosen Situation betrat eine Prozession ausländischer Akteure das Gebiet. Kanada, das eng mit den Versorgungsnetzen sowohl der Vereinigten Staaten als auch Mexikos verbunden ist, bot sich als Vermittler an. Bevor der Schaden irreparabel werden konnte, trafen Abgesandte des Premierministers mit Beamten in Washington und Mexiko-Stadt zusammen, um sie zu einem Kompromissvorschlag zu bewegen. Die Europäische Union hat sich besorgt über die Auswirkungen der Zölle auf die Weltwirtschaft geäußert und für den Fall einer weiteren Ausweitung der Zölle mit Strafmaßnahmen gedroht. Aufgrund der Präsenz großer Automobilhersteller wie Toyota und Honda in Nordamerika beteiligte sich auch Japan. Offizielle Vertreter des japanischen Handelssektors sprachen sich für eine Einigung aus und wiesen darauf hin, dass eine anhaltende Instabilität die Unternehmen dazu veranlassen würde, ihre Produktion aus dem Gebiet zu verlagern. Die Botschaft, die von der Weltgemeinschaft ausging, wurde von allen geteilt. Beenden Sie die Sackgasse, oder Sie laufen Gefahr, jahrzehntelange Fortschritte im internationalen Handel zunichte zu machen. Auf der anderen Seite wollten weder Präsident Trump noch der mexikanische Präsident López Obrador den ersten Schritt einleiten. Die Verhandlungen sind ins Stocken geraten. Bis spät in die Nacht diskutierten die Handelsgesandten beider Seiten hitzig über die Einzelheiten des Abkommens und gingen Vorschläge, Gegenangebote und Drohungen durch. Mexiko bestand darauf, dass formale Vereinbarungen getroffen werden. Das Weiße Haus war gezwungen, symbolische Kompromisse einzugehen, um sich politisch abzusichern. Die Tage wurden zu Wochen. Währenddessen nahm der Druck in beiden Ländern zu. Die Automobilhersteller in den Vereinigten Staaten sahen sich mit Klagen von Händlern wegen nicht erfolgter Lieferungen konfrontiert. Die Besitzer mexikanischer Fabriken begannen, ihre eigene Regierung zu drängen, um einen Kompromiss zu finden. Doch es gab keine Bewegung. Der Fall wurde zu einem weltweiten Beispiel dafür, wie anfällig der internationale Handel tatsächlich ist. Und die Pattsituation wurde zu einem globalen Wahrzeichen. Eine Realität blieb jedoch trotz des Chaos unübersehbar. Mexiko hat gerade die Regeln umgeschrieben und die ganze Welt hat zugesehen. Ist es möglich,
dass die Vereinigten Staaten von Amerika jemals aufholen werden? Glauben Sie, dass Trump nach dieser Entwicklung immer noch behaupten kann, der König der amerikanischen Arbeitsplätze zu sein? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie denken. Wenn Sie diese Geschichte überrascht hat oder Sie die Dinge anders sehen, drücken Sie den Gefällt mir-Button, abonnieren Sie die Seite, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, und schalten Sie die Glocke ein, damit Sie die nächste globale Umwälzung nicht verpassen.